Hallo zusammen! Nachdem wir im letzten Video La Paz hinter uns gelassen haben, einen Abstecher zum Titicaca-See, der Geburtsstätte der Inka, gemacht hatten, die schwimmenden Insel von Uros besucht und uns die faszinierenden Ruinen von Tiwanaku angesehen haben, nehmen wir euch heute mit zur größten Salzwüste der Erde, dem Salar de Uyuni. Nach dem Intro geht's los. Nachdem wir den heißen Fluss verlassen haben, ging es am nächsten Morgen über die enge Piste zurück zur Hauptverbindungsstraße in Richtung Uyuni. Hier in der wüstenhaften Hochebene des Altiplanos begegnen wir immer wieder Lamas, die auch schon mal für eine Zwangspause sorgen. Schnell, da kommt der LKW, beeilt euch doch, Kinderchen. Nein, was tust du? Lauf schneller. Nein. Nicht noch über die Straße. Boah, wir können Fleisch essen. Und dann dauert es auch gar nicht mehr lange und wir sind am Salar de Uyuni angekommen. Hier führt übrigens auch die Dakar Bolivia vorbei. Als wir das Festland verlassen und mit unserem Ben auf die Salzkruste fahren, herrscht eine merkwürdig angespannte Stimmung. Wir wissen, dass wir längst nicht die Ersten sind, die mit einem LKW über die Salzkruste fahren, und doch fühlt sich alles ein wenig merkwürdig an in dieser abgefahrenen Landschaft. Bei Sonnenuntergang bleiben wir einfach stehen. Man kann ja schlecht irgendjemandem im Weg stehen in dieser über 10.000 Quadratkilometer großen Salzwüste. Wir hüpfen aus dem Auto und wissen gar nicht so recht, wohin mit unseren Gefühlen. Wir wollten schon immer einmal hierher, jetzt sind wir da in dieser außerirdischen Landschaft. Nach dem spektakulären Sonnenuntergang wird es schnell dunkel auf dem Salar de Uyuni und es zeigt sich ein grandioser Sternenhimmel. So haben wir ihn erst einmal erlebt, als wir in der Puna waren. Wir verbringen eine ruhige Nacht in absoluter Stille. Nicht einmal Wind ist zu hören und der Salar de Uyuni scheint jegliche Geräusche zu verschlucken. Während des Sonnenaufgangs wird uns bewusst, wo wir eigentlich stehen. Wir stehen auf einer Salzkruste, die an einigen Stellen bis zu 30 Meter dick sein kann, an anderen jedoch sehr dünn. Und unter unserem Ben befinden sich zwischen 2 und 120 Metern flüssige Salzlake. Bevor wir aber in den Tag so richtig starten, heißt es für uns erstmal gemütlich Kaffee kochen und frühstücken. Zu einem guten Frühstück gehört eben nicht nur der Kaffee, sondern für uns auch ein selbstgemachtes Brot aus dem Omnia. Der Salar de Uyuni ist für seine tollen Bilder bekannt, die man hier machen kann, wenn man mit der Perspektive spielt. Natürlich lassen wir es uns nicht nehmen, auch einige solcher Aufnahmen zu machen.
Insgesamt 3 Tage bleiben wir auf dem riesigen Salzsee und toben uns so richtig aus. Zwischendurch müssen wir immer wieder ins Wohnmobil, um unsere Augen zu entspannen, denn das helle Licht macht uns doch hin und wieder zu schaffen. Natürlich haben wir uns auch ein bisschen Salz eingepackt. Bei den 25.000 Tonnen, die hier im Jahr abgebaut werden, fällt das auch gar nicht weiter auf. Nach 3 Tagen verlassen wir die Salzwüste wieder und fahren in die nahegelegene Stadt Uyuni. Und sind hier nach Uyuni gefahren, um heute den größten Eisenbahnfriedhof der Welt zu besuchen. Wir konnten auch direkt hier schlafen. War eine ruhige Nacht, aber es ist arschkalt. Ja, jetzt schauen wir uns mal an, was wir hier so alles finden. Der Eisenbahnfriedhof liegt direkt neben der Stadt Uyuni. Man findet hier unzählige alte Dampflokomotiven und Waggons aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert. Einst waren sie für den Abtransport von Mineralien und Silber aus den nahegelegenen Minen gedacht. Mit der Schließung der Minen und dem Niedergang der bolivianischen Eisenbahnindustrie in den 40er Jahren wurden die Loks hier abgestellt und seitdem nicht mehr bewegt. Während wir diesen Lost Place erkunden, stellen wir fest, dass sich auch berühmte Persönlichkeiten hier eingefunden haben. 3 riesige Transformer und weitere berühmte Filmfiguren wurden hier von einem ortsansässigen Künstler verewigt. Wir verlassen Uyuni und kurz darauf auch Bolivien. Noch sind wir sehr hoch und es ist ziemlich kalt, aber das wird sich bald ändern. Wir reisen wieder in unser liebgewordenes Argentinien ein und besuchen die bunten Berge von Humahuaca. Wir kommen genau richtig, denn mit der untergehenden Sonne werden die Berge angestrahlt und die prächtige Farbenvielfalt kommt so richtig zur Geltung. Wir haben gerade am Morgen unseren Wassertank gefüllt und waren noch keine 400 Meter weit gekommen, als es einen lauten Knall gibt und aus unserem Ben nur noch merkwürdige Geräusche kommen. Irgendwas stimmt so gar nicht. Sofort legen wir einen Stopp am Straßenrand ein und müssen das Fahrerhaus ausräumen, damit wir es kippen und auf Fehlersuche gehen können. Ja, so ist das Leben im Wohnmobil eben, auch hier geht mal was kaputt. Glücklicherweise ist der Fehler schnell gefunden. Es war wieder einmal die Rohrschelle vom Ladeluftkühler, die abgerissen ist. Das hatten wir ja in der Puna schon einmal gehabt. Dieses Mal haben wir aber auch direkt eine bessere Schelle in der Ersatzteilkiste und können den Fehler gleich beheben. Jetzt können wir die Fahrt durch die schöne Landschaft im Norden Argentiniens wieder aufnehmen. Kurz darauf werden wir mit der eher unschönen Seite dieser Landschaft konfrontiert. Wir müssen mehrere Straßenblockaden durchqueren. Hier wird aufmerksam gemacht auf die Problematik des Lithiumabbaus, der hier im Altiplano stattfindet. Es ist ein besonders heikles Thema, denn der Abbau von Lithium bleibt im Altiplano nicht ohne Folgen für Mensch und Natur. Alle setzen auf die Energiewende, aber hier wird wertvolles Trinkwasser entsogen und stark verschmutzt. Insofern können wir natürlich beide Seiten gut verstehen und hoffen, dass es hier eine sinnvolle Lösung geben wird in Zukunft. Wusstest du von der Problematik des Lithiumabbaus? Schreib uns doch mal deine Meinung in die Kommentare. Und auch wenn dir unser Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like oder einen Kommentar natürlich sehr freuen. In unserem nächsten Video werden wir dich mitnehmen an die Küste Argentiniens zu einem ganz besonderen Schauspiel. Abonniere am besten unseren Kanal, um das nicht zu verpassen.